Recht herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Infobreak Kapitalmarkt Update von Raiffeisen Capital Management. Aktuell sieht es ganz danach aus, als müsse sich der Kapitalmarkt neu orientieren. Die Notenbanker haben gesagt, was sie sagen müssen. Die Inflationsdaten in der Eurozone, aber auch in den Vereinigten Staaten gehen ihren Weg Richtung angestrebter Notenbankziele. Die schrecklichen geopolitischen Konflikte werden am Kapitalmarkt mittlerweile akzeptiert bzw. als nicht richtungsweisend eingestuft und das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts auf beiden Seiten des Atlantiks präsentiert sich so different wie schon lange nicht mehr. Quasi alles okay in den USA versus Jammern in Europa. Somit haben es wohl die Aktien- und Anleihenmärkte zurzeit schwer, die geeignete Richtung zu finden. Doch wie wir alle wissen, sucht sich der Kapitalmarkt immer und immer wieder seine Themen, die er dann in Bewegung oder wie es so schön im Börsesprech heißt, in Volatilität umsetzt. Ganz aktuell sind es für diese Woche die Inflationsdaten in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die gute Nachricht gleich mal vorweg. Der Preisauftrieb in den USA hat im abgelaufenen Monat Oktober nachgelassen. So sank die Headline Inflation von 3,7 auf 3,2%. Dieser Rückgang war dann auch um 0,1% stärker, als viele Ökonomen erwartet hatten. Einer der Haupttreiber neben den rückläufigen Preisen in der Hotellerie war der seit einigen Wochen doch deutliche Rückgang bei den Preisen an den US-Zapfsäulen. So bezahlt man aktuell für eine Gallone, das sind in etwa 4 Liter Kraftstoff, den Preis von 3 US-Dollar und 40 Cent. Also umgerechnet für uns Österreicher ergibt das einen Literpreis von unter einem Euro. Naja, dafür fahren wir halt kleinere Autos und orientieren uns sowieso an den klimafreundlichen Elektromodellen. Die sogenannte Kerninflationsrate, also der Wert, bei dem die besonders volatilen Lebensmittel- und Energiepreise nicht berücksichtigt werden, gingen ebenfalls zurück, und zwar von 4,1% im Vormonat auf 4,0% im Oktober. Dass die Kerninflationsrate nach wie vor zu hoch erscheint, hängt vor allem mit dem in jüngster Vergangenheit zu verzeichneten Anstieg der Häuser- und Wohnungsmieten zusammen. Doch auch hier zeigten sich in den aktuellen veröffentlichten Daten bereits eine Tendenz zur Verlangsamung der Preissteigerung. Für die FED, aber auch für die Kapitalmarktteilnehmer sind es gute Nachrichten. Einerseits kann sich die amerikanische Notenbank mit ihrer Politik bestätigt fühlen und andererseits bedeutet dies für den Börseninvestor eine Beendigung des Zinsanhebungszyklus. Doch Geduld sollte auch hier Name of the Game bleiben. Unserer Einschätzung nach kann es wohl einige Zeit, so bis ins zweite Quartal 2024, beim Zinskorridor von 5,25 bis 5,5% in den USA bleiben, bis dann erste Zinssenkungen folgen dürften. Und eine weitere positive Nachricht wurde gestern veröffentlicht, die vor allem unseren wirtschaftlich stark gebeutelten Nachbarn Deutschland wieder etwas Farbe ins fahle Antlitz verpassen sollte. Der ZEW-Indikator, ein Parameter, der die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten für Deutschland prognostiziert, hat sich deutlich nach oben verbessert. Der Index des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung stieg in der November-Umfrage um knapp 11 Indexpunkte und liegt damit erstmals seit April diesen Jahres im positiven Bereich. In einer ersten Reaktion nahmen die Aktienmärkte weltweit diese Neuigkeiten positiv auf. An den breiten europäischen Aktienmärkten kam es zu Kursanstiegen zwischen 1,5 und 2,5% und selbstverständlich fielen die Kursgewinne auch in den Vereinigten Staaten satt aus. Hier kam es zu Kurssteigerungen zwischen 1,75 und 2,5%. Und auch an den Anleihenmärkten kam es zu dementsprechenden Kursgewinnen. Den kräftigsten Kursschub nach oben gab es bei den US-Staatsanleihen. Hier sank die Rendite im 10-jährigen Laufzeitenbereich auf aktuell 4,44%. Ja, mit diesen guten Nachrichten möchte ich dann auch das heutige Kapitalmarkt-Update beenden. Danke fürs Dabeisein, eine erfolgreiche Woche an den Börsen und bis zum nächsten Mal, euer Christian Leinweber.